Wenn ihr eure Kette soweit gehäkelt habt, egal ob mit Luftmaschen, feste Maschen, halbe Stäbchen oder so wie ich mit Stäbchen, zählt ihr diese jetzt einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 8 sein plus 3 Maschen mehr. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen. Danach machen wir einen Umschlag und gehen in die erste Masche, häkeln ein Stäbchen. Umschlag, zweite Masche, häkeln ein Stäbchen. So dass wir mit den Steigeluftmaschen zusammen 3 Stäbchen haben. Danach kommen 2 Umschläge, 2 Maschen freilassen und in die dritte stechen wir ein und häkeln danach 2 mal 2 Schlaufen ab. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, Faden holen, durch 2, Faden holen durch 2, also 2 mal 2. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, Faden holen durch 2, Faden holen durch 2, also 2 mal durch 2. Jetzt haben wir 3 gemeinsame Doppelstäbchen auf der Nadel, 4 Schlaufen und diese häkeln wir gemeinsam ab. So haben wir 3 gemeinsam abgemaschte Doppelstäbchen. 2 Luftmaschen, gleiche Einstichstelle, 2 Umschläge und wieder 3 gemeinsam abgemaschte Doppelstäbchen. Das erste durch 2 mal 2 Schlaufen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen. Wieder 4 Schlaufen auf der Nadel und diese gemeinsam abmaschen. Und so haben wir jetzt das zweite Blatt fertig. Und nun kommt das letzte, 2 Luftmaschen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, durch 2 mal 2 Schlaufen abhäkeln, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen abhäkeln, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen abhäkeln. 4 auf der Nadel und alle 4 gemeinsam. Danach machen wir einen Umschlag, lassen 2 Maschen frei und häkeln in die nächsten 3 jeweils ein Stäbchen. Dadurch schlägt das Ganze so ein bisschen einen Bogen und wölbt sich. So soll es aber auch sein. Nach den 3 Stäbchen machen wir wieder 2 Umschläge, lassen 2 Maschen frei und stechen in die dritte ein und häkeln wieder 2 mal 2 Schlaufen ab. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen abhäkeln. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen. 4 auf der Nadel und alle gemeinsam. 2 Luftmaschen für zwischen die Blätter, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen. 4 auf der Nadel und alle 4 gemeinsam. 2 Luftmaschen und nun noch das letzte Blatt, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen. 4 auf der Nadel, alle 4 gemeinsam abmaschen. Einen Umschlag, 2 Maschen freilassen und in die nächsten 3 jeweils ein Stäbchen häkeln. Und so nun die ganze Reihe. Und zum Schluss haben wir unsere 4 Maschen noch. Ich lasse 2 frei und häkel in die letzten beiden jeweils ein Stäbchen und in die Steigeluftmaschen, die zweite Masche von unten angezählt,
das letzte und dritte Stäbchen hinein. So, und dann haben wir Anfang und Ende. Gleich kommen wir zur Reihe 2. Diese ist ganz einfach. Wir häkeln mit festen Maschen, also machen wir eine Steigeluftmasche und wenden. Die festen Maschen, die nun kommen, werden immer in die hintere Schlaufe einer Masche einstechen und eine feste Masche abhäkeln. Hintere Schlaufe, eine feste Masche abhäkeln. Hintere Schlaufe, eine feste Masche abhäkeln. Das Einzige, worauf wir jetzt achten müssen, ist, dass wir immer 3 feste Maschen über die 3 Stäbchen häkeln. Über den Bogen allerdings dürfen nur 5, weil sonst hättet ihr am Ende viel mehr als hier unten. Dazu lassen wir immer die Masche am äußeren Blatt aus, sowohl links als auch rechts. Nachdem ich die 3 festen Maschen am Anfang gehäkelt habe, lasse ich also die 4. Masche, die das erste Blatt ist, aus und gehe direkt in die daneben. Dann die danach. Das sind dann die 2 von den Luftmaschen. Die Masche vom mittleren Blatt nehme ich mit. Und nochmal die 2 von der Luftmaschenkette. Dann habe ich schon meine 5. Dann lasse ich wieder die Masche vom äußeren Blatt aus und häkel über die nächsten 3 Stäbchen jeweils eine feste Masche. Dann kommt wieder unser Fächer. Die erste Masche vom ersten Blatt auslassen, die 2 von der Kette mit jeweils einer festen Masche behäkeln, die mittlere vom Blatt mit einer festen Masche und die 2 danach von der Luftmaschenkette der Vorreihe. Die eine Masche vom äußeren Blatt wieder freilassen und über die nächsten 3 Stäbchen jeweils eine feste Masche. Also eine ganz einfache Reihe. Und durch das Einstechen in der hinteren Schlaufe ergibt sich so eine leichte Schaffelung. Und umso höher wir häkeln, umso schöner sieht es dann aus, denn das hebt dann so ein bisschen die Tulpenköpfe hervor. Und so nun bis zum Ende. Und am Ende der Reihe über die letzten 3 Stäbchen auch die letzten 3 Maschen, wobei die letzte Masche seitlich in der zweiten Masche von unten in den Steigeluftmaschen der Vorreihe gehäkelt wird. So, das war Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Nun müssen wir die Tulpenköpfe verschieben. Dazu beginnen wir mit 3 Steigeluftmaschen und nochmal zusätzlich 2 Maschen, um rüber zu kommen. Dann machen wir 2 Umschläge und stechen in das erste Stäbchen, also in die Steigeluftmaschen ein und häkeln dort 2 mal 2 Schlaufen ab. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen, 4 Schlaufen auf der Nadel und alle gemeinsam. Danach kommen 3 Stäbchen genau in die Mitte über dem Tulpenkopf der Vorreihe. Das wäre dann hier. Ein Stäbchen, 2 Stäbchen und 3 Stäbchen. Und nun folgt die nächste Tulpe. 2 Umschläge und ihr könnt euch an den 3 Stäbchen der Vorreihe orientieren in die mittlere Masche. 2 mal 2 Schlaufen abhäkeln. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen.
2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen. 4 auf der Nadel und alle gemeinsam. 2 Luftmaschen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen. 4 auf der Nadel und alle gemeinsam. Das war unser zweites Blatt, 2 Luftmaschen und dann kommt jetzt noch das dritte. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen. 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen, 4 auf der Nadel und alle gemeinsam. Danach orientieren wir uns wieder an der Blüte der Vorreihe, nehmen uns die Mitte, das wäre ungefähr hier, und häkeln dort wieder unsere 3 Stäbchen. Danach kommt wieder das nächste Tulpenblatt. In die mittlere Masche der 3 Stäbchen. Und so nun bis zum Ende. Und am Ende der Reihe, nachdem die 3 Stäbchen gehäkelt worden sind, müssen wir nun wie am Anfang in den Rand erst einmal noch ein Blatt von der Blüte machen, also ein Doppelstäbchen. In die letzte Masche 2 mal 2 Schlaufen, 2 Umschläge, 2 mal 2 Schlaufen, 2 Umschläge, 2 mal 2 Schlaufen, 4 auf der Nadel, alle 4 gemeinsam. Und nun ein Stäbchen in die gleiche Masche als Abschluss häkeln. Und nun 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die gleiche Masche als Abschluss häkeln. Damit wir auch hier Anfang und Ende gleich haben, kommen wir zur Reihe 4. Diese besteht wieder aus festen Maschen. Ich häkel in die erste, in die zweite und in die dritte Masche jeweils eine feste Masche. Denn hier haben wir eine halbe Blüte und in den Blüten kamen ja immer 5 feste Maschen hinein. Danach lasse ich wieder diese eine Masche von dem Blütenblatt aus und häkel 3 feste Maschen über die nächsten 3 Stäbchen. Alles natürlich wieder in die hintere Schlaufe einer Masche. Dann kommen wir wieder zur Blüte. Am äußeren Blütenblatt diese feste Masche auslassen und in die Luftmaschenkette der Vorreihe jeweils eine feste Masche, also 2 Stück. Eine feste Masche über das Blütenblatt, das mittlere. Dann in die nächsten 2 Maschen jeweils eine feste Masche. Das sind wieder die Luftmaschen der Vorreihe. Und dann kommen wir wieder zum äußeren Blütenblatt. Diese Masche bleibt frei. Und diesen Rhythmus halten wir jetzt immer ein. 3 feste Maschen, eine Masche auslassen, 5 feste Maschen über die Blüte. Eine Masche dann wieder auslassen. Das äußere Blütenblatt und wieder 3 feste Maschen über die nächsten 3 Stäbchen. Eine feste Masche wieder auslassen und 5 wieder über das Blütenblatt. Und so bis zum Ende. Und am Ende der Reihe noch 3 feste Maschen. Blüte wieder auslassen und die andere feste Masche dann wieder seitlich in das Stäbchen in die zweite Masche von unten angezählt häkeln. Und dann ist der Abschluss auch schön gerade. Und Anfang wie Ende
gleich. Und das, meine Lieben, ist das eigentliche Muster, welches nur aus 4 Reihen besteht. Reihe 5 beginnt jetzt wieder wie Reihe 1 mit 3 Steigeluftmaschen und in die nächsten 2 Maschen jeweils ein Stäbchen. Dann haben wir optisch unsere 3 Stäbchen. 2 Umschläge, 2 Maschen freilassen und dort die nächste Tulpe hineinhäkeln. 2 mal 2 Schlaufen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen. Alle 4 Schlaufen gemeinsam abmaschen, erstes Blatt fertig. 2 Luftmaschen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen, 4 auf der Nadel und alle 4 gemeinsam, 2 Luftmaschen und noch das letzte Blatt, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen, 2 Umschläge, gleiche Einstichstelle, 2 mal 2 Schlaufen, alle 4 Schlaufen gemeinsam. Und danach 2 Maschen freilassen und in die nächsten 3 Maschen jeweils ein Stäbchen häkeln, sodass wir auch hier wieder unsere 3 Stäbchen verteilt haben. Danach wieder 2 Maschen freilassen und ab in der dritten wieder den Tulpenkopf häkeln. Und wie der Rest geht, wisst ihr aus Reihe 1, 2,